Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man Ziegelingen vorbereitet und richtig schärft. Mehr davon wie immer nach dem Intro. Danke Tobias. Zuerst einmal hat man in irgendeiner Form ein Blech und das muss man mal vorbereiten. Das heißt, wir brauchen auf einer Seite eine richtig gespiegelte Oberfläche, weil das Blech selber natürlich durch Schleifen solche Rühren drinnen hat. Würde man das nicht vorbereiten, dass man es wirklich poliert, die Flächen, dann hat man dann natürlich diese Rühren auch in der Schneid drinnen und entsprechend nicht so saubere Oberflächen. Das ist einmal aus einem Ziegelingenstall, aus einem Blech, außererodiert worden. Das ist die grobe Form von der Ziegelingen. Ja? Man kann sowas auch ausschleifen, nur sollte man es halt nachschleifen, damit es nicht kaputt wird. Und dann fängt man an und geht her und tut einmal auf einer Seite quer zu den Rühren, die wir zuerst gefilmt haben, ja, fange ich da mit einem 600er Papier an und auf der anderen, also da ist noch ein bisschen was, gehört noch ein bisschen was weg, quer zu den Schleifrühren natürlich, nicht? Und gut ist immer, wenn das Papier wirklich auch schneidet und scharf ist. Ja? Du siehst jetzt zum Beispiel schon, ja? Du siehst jetzt, dass da noch ein paar solche Striche drinnen sind, ja? Die müssen noch raus. Ja? Okay? Und ich nehme da so ein Schleifpackerl, wo immer ein bisschen Leder drauf ist, damit es hier ein bisschen besser anpasst. Und da geht es jetzt vorhin noch nicht darum, dass da irgendwie ein Schneid vernudelt wird, das schleift man nachher weg auf der Nachschleifmaschine. Da geht es jetzt einmal nur darum, dass man wirklich eine Fläche sauber hinbringt. Ja? Und ich briefe mir die seitlichen Kanten, briefe ich mir nämlich auch gleich, damit man sie nachher beim Arbeiten nicht weh tut. Ja? Wenn das aus der Erodiermaschine rauskommt, ja, dann ist es sehr scharfkantig, ja, weil es ja über Funkenerosion angetragen wird. Ja. Und das hat sich bewährt, ja, dass man schaut, dass das sozusagen wirklich in Ordnung ist. So, jetzt drehe ich das Ganze um, also die Fläche habe ich jetzt schon geschliffen und jetzt drehe ich es um und schleife das da auf der Fläche auch. Also ich mache es immer so, dass ich in Wirklichkeit bei der Ziegelingen da auch spezielle Krümmung habe und da herüben eine stärkere. Ja? Dann kann man es immer umdrehen. Das ist eigentlich sehr praktisch. Und ich fahre immer so leicht übers Kreuz um mich, weil du so am effektivsten sozusagen die Vorder von der letzten Körnung rausbringst. Dann die nächste Körnung. Das Kreuz bedeutet einmal leicht so, genau, und dann leicht so. Genau. Ja. Und dann fahre ich zuerst wieder gerade drüber. Ja, jetzt sieht man sie dann schon langsam im Spiegel. Ha? Ja, deswegen heißt das Seiten bei Stemmeisen, Hobeleisen und so weiter auch die Spiegelseite und das andere ist die Phasen. Naja, jetzt bin ich erst bei der Körnung 2000. Mhm. Die kommen alle. Ja, es geht bis zur Körnung 7000 auf. Dann machen wir jetzt, würde ich sagen, ein geschwindes Fast Forward, oder? Mhm. So. Das war jetzt das letzte, die 7000er Körnung. Ja. Also es ist jetzt fast alles heraus, und speziell im vorderen Bereich, wo wir dann die Schneid machen, dort sind die Sachen heraus. Ja. Und das ist auch wichtig, weil je glatter das ist, desto sauberer ist die Schneid nachher auch. Ja. Wenn da die Rühren drinnen sind, hat logischerweise die Schneid auch eine Rühren. Ja? Warum ich das nicht auf einem Wasserstar schleife, sondern das mit so Schleifpapiere mit einer Unterlage mache, ist, weil die Ziegelingen zum Teil relativ dünn sind und das kannst du einfach nicht aufhalten auf einem Star. Ja? Genau, dann sage ich es jetzt nochmal, dann schaue ich blöd eine auch noch. Der Grund, warum ich das nicht auf einem Wasserstar schleife, sondern mit einem Schleifpapier mit einer Unterlage, ist, weil die Ziegelingen zum Teil sehr dünn sind und wenn man da aufdruckert, ja,
dann siehst du genau dort, wo die Finger den Druck geben, dass es dort dann polierter wird und alles andere eben nicht. Ja? Und das bereitet ich bereite so vor, das hat sich am besten bewährt. Ja? Und jetzt kommt es mit, jetzt zeige ich euch, wie wir das schleifen. Also jetzt sind wir bei einer sogenannten Horizontalschleifmaschine, bei einer großen, die unter Wasserkühlung schleift. Da kann ich viel Material wegnehmen. Ja? Das heißt, es geht relativ schnell. Ja? Ist eine grobe Scheibe und dann schleife ich da jetzt einmal. Ja? Und wie mir es zuerst passiert ist, sollte man halt die richtige Phasen anschleifen und nicht wie ich das gemacht habe, zuerst die falsche und dann muss man es umschleifen. Ne? So, wenn wir da fertig sind, dann gehen wir jetzt auf eine wesentlich feinere Scheiben und schleifen die Phasen sauber an, bis wir vorhin eben dann diesen Bord gespielt haben und auch gesehen haben. Der ist sogar davon geflogen dann oben, ja, auf der einen Seite. So. Und da schleifen wir uns und ziehen auch diese Rundungen auf, für diese Ecken, ja, damit man möglichst sinnvoll keine Kanten einbringt, dann, wenn man mit der Ziegelingen arbeitet. Deswegen verrund immer, außer die Ziegelingen, mit denen ich die Zagen putze, ja, wenn Boden und Deckel aufgeklemmt sind, da muss ich reinkommen ins Eck, aber sonst haben die eigentlich alle so eine ganz leichte Rundung drauf am Ende. Ja. Und wenn wir das geschliffen haben, dann gehen wir zur Poliermaschine. Das ist nichts anderes wie Scheiben, wo Hirnholzpackerl aufgekleimt sind, die so schräg zusammengestoßen sind, damit man nicht hängen bleibt und damit man sozusagen immer überlappend schleift. Ja? Und da ist Öl- und Siliziumkarbiton ein relativ feines, mit dem kann man es dann polieren. Warum mache ich das nicht auf einer Filzscheibe? Weil die Filzscheibe natürlich weicher ist und die würde mir die vordere Schneide verrunden. Ja? Also ich schärfe sowas auf einer ganz normalen Holzscheibe mit einem Schleif- oder Poliermittel, ist es getränkt, deswegen habe ich jetzt nichts aufgehört, aber da nur oben ist. Ja, und jetzt da gehen wir auf den Platz, wo wir das mit dem Ziegelingenstahl dann wirklich scharf machen. Kommt's mit. Also, ich spanne mir das im Prinzip in einen Schraubstock ein, so dass das halt ein paar Millimeter drüber ausschaut. Ja, und gehe dann her mit dem Ziegelingenstahl und ziehe sozusagen schräg einen gleitenden Zug drüber, einmal in der und einmal in der Richtung. Ja. Und jetzt noch ein paar Worte zum Ziegelingenstahl, weil das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ja. Es gibt da geschmiedete, dann gibt es welche, die sind einfach ein Guss. Ja. Da sind sogar Lunker drinnen, da spielt man aber mit dem Nagel drüber fort, das ist natürlich unbrauchbar. Ich selber habe einen gemacht, der ist aus einem Hartmetallstab, ja, und zwar ein ultrafeines Kornhartmetall, und das habe ich mit Diamantpasten so hochglanzpoliert, dass man da einfach keine Widerstände hat, das ist einfach nur glatt. Ja. Und mit dem lässt es sich sehr, sehr gut machen, also das funktioniert wirklich gut. Und jetzt probieren wir mal aus, ob wir da auf einem Ahorn und einem Fichtenholz eine glatte Oberfläche zusammenbringen. Und zwar überprüfen tue ich das, wenn es fertig angezogen ist, ja, indem ich mit der Schneid ganz vorsichtig über den Fingernagel drüber fahre. Da spürst du nämlich sofort, ob irgendwo ein kleiner Hocker oder irgendwas drinnen ist, ob es schneit oder nicht. Ja. Also ich fahre über den Fingernagel drüber und da spürst du sofort, okay, das geht ganz butterweich um mich. Das heißt, die Schneid haut hin. Und dann gehen wir her und schauen uns das Ganze einmal an. Ja? Das heißt, wir können sowohl bei Fichtenholz, wurscht in welcher Richtung, also quer geht nicht, aber längs oder schräg geht, ja, ziehen wir ganz normal Späne runter. Und das ist in Wirklichkeit die sauberste und fertige Oberfläche, das im Fichtenholz zu machen ist. Und das ist beim Ahornholz genau das gleiche in grün. Ja? Also das lebt richtig.
mal gesägte Stickel. So kann man von einer sägenrauen Fläche im Prinzip mit der Ziegel dann wirklich, also vom Zaunhobel würde es ähnlich ausschauen und man sieht sofort, dass das ganz glatt ist. Also in Wirklichkeit war es das schon wieder für das heutige Video. Wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie man es vorbereitet, wie man es scharf macht, und ihr habt auch gesehen, dass man sehr unkompliziert von einer sägerauen oder von einer Zaunhobeloberfläche im Prinzip zu einer ganz glatten Oberfläche kommt, die bereits fertig ist zum Lackieren. So wird das gemacht. Und babyleicht, oder? Und vor allem ohne zu schleifen. Nix Schleifitschka. Stimmt, nix Schleifitschka. Soll die klatschen dann auch? Jo, bitte. Sag halt, wann's passt. Jo, machen wir's dann, wenn dir es passt. Na, sag du. Nein, leg du zuerst auf. Perfekt. Jo. Möglicherweise geht sie das nächste Wochenende noch nicht aus. Weil ich weiß nicht, ob ich das heute dann schon schneiden kann, ob sie das auch ausgeht. Aber sicher. Ansonsten kommt es am dritten, ja. Ja, ja, eh fesch. Ja, komm mal los. Grüß euch, ich bin's der Peter vom Atelier. Nein. Ist ja voll in die Hosen gegangen. Die werden schon zuschauen. Ja. Speziell, wenn man dann auch zeigt, wie man damit wirklich Späne überziehen kann, was er frei ist. Ja. Sag nicht immer ja, erst ich hab heute eh schon genug von dir. Ja. Machst du zu oder bleibt es hell? Na, das lassen wir offen. Du bist ein bisschen Verwandtschaftsspechteln, gell? Na, was? Da Trotteln in einem Aquarium vorbeilaufen sehen? Aquarium, weil Pinguin. Das habe ich gerade noch hingebracht im Kopf, den Zusammenhang.